Ich darf alle hier heute in der Postgarage in Lech begrüßen, vor allem auch diejenigen, die im Internet uns zusehen. Der Vortrag wird fürs Internet aufgezeichnet und deshalb ist es mir wichtig, dass ich dazu sage, heute ist der 1. Februar 2018 und alle Aussagen, alle Daten, die heute erklärt werden, gelten natürlich mit heutigem Stichtag. Das Video kann im Internet noch in vielen Monaten, möglicherweise sogar Jahren, angesehen werden und das bitte ich zu bedenken. Über was sprechen wir heute, worum geht es? Der Titel ist natürlich etwas zugespitzt, geht dem Arlberg bald der Schnee aus? Mein Name ist Günther Eigner, ich bin Statistiker, was den Schnee betrifft und generell Skitourismusforscher. Ich beschäftige mich hauptberuflich und selbstständig mit allen Daten und Fakten, die die Zukunft des Skitourismus betreffen. Ich möchte mit ein paar Zitaten anfangen, das ist mir ganz wichtig. Weil ich möchte die Atmosphäre einfangen, die wir jetzt in der veröffentlichten Meinung haben. Also wenn wir die Medien konsumieren, wenn wir Zeitungen konsumieren, dann herrscht sehr oft die Sorge, können wir bald nicht mehr Skifahren, geht uns der Schnee aus, die Winter werden immer wärmer und die Schneebedeckungsdauer wird immer kürzer. Und da habe ich jetzt ein paar Zitate, die ein wenig diese Atmosphäre einsammeln sollen. Das ist das erste Zitat. Das ist von dem deutschen Klimaforscher, sehr bekannten deutschen Klimaforscher, Dr. Mojib Latif, und der wurde im Spiegel vom 1. April 2000 folgendermaßen zitiert. Winter mit starkem Frost und viel Schnee, wie noch vor 20 Jahren, wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Das war also eine Aussage aus dem Jahr 2000. Er bezieht sich auf die Winter Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die in Deutschland zum Teil sehr kalt und schneereich waren. Diese Winter wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wir werden in etlichen Jahren und Jahrzehnten das erst natürlich evaluieren können. Ich lasse das Zitat einfach so stehen. Das zweite, was ich mitgebracht habe, das ist ein Zitat, das mir sehr gut gefällt, weil es perfekt natürlich zuspitzt. Der österreichische Zukunftsforscher Andreas Reiter wurde in der Tiroler Tageszeitung vom 13. Oktober 2005 folgendermaßen zitiert: 2040 bauen Tirols Skilehrer Wein an. Und das ist ein großartiges Zitat, wie ich finde. Warum ist es so großartig? Erstens komme ich damit natürlich auf alle Titelseiten. In der Tiroler Tageszeitung war das auf der Titelseite. Zweitens, jetzt wird es noch besser, der Mann hat recht, natürlich. Es wird jetzt schon in Tirol Wein angebaut. Es wird höchstwahrscheinlich auch 2040 in Tirol Wein angebaut werden. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass unter diesen kleinen, idealistischen Weinbauern, die es in Tirol gibt, auch der ein oder andere Skilehrer dabei ist. Aber die Frage ist ja, welche Bilder entstehen im Kopf, wenn Sie das lesen als Konsument? Da denkt man sich vielleicht als Innsbrucker, weil wir jetzt bei der Tiroler Tageszeitung sind, als Innsbrucker denkt man sich vielleicht der Batschakofel, der berühmte Skiberg, Franz Klammer 1976. Da gibt es keine Skiabfahrt mehr, da wird der Wein wachsen. Oder in Kitzbühel, wo jetzt das Hanekamrennen stattfindet, da wird nicht mehr Ski gefahren, da wächst Wein. Große Rotweine gedeihen in Kitzbühel wie jetzt in Bordeaux. Diese Bilder im Kopf könnten entstehen. Schauen wir weiter. Professor Dr. Jürgen Schmude, Direktor am Department für Geografie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wurde zitiert in Hallo München am 5. Dezember 2015. Der Klimawandel bewirkt, dass wir in Deutschland in 10 bis 20 Jahren fast keinen Skitourismus mehr haben werden. Das ist jetzt fast 3 Jahre her, also ist die Zeitspanne 7 bis 17 Jahre von jetzt. Also das ist eine sehr kurze Zeitspanne. Dann wird es in Deutschland fast keinen Skitourismus mehr geben. Für Österreich vielleicht gut, weil dann alle deutschen Skifahrer in Österreich Skifahren, sofern es dann bei uns noch geht. Also das ist schon eine sehr konkrete Aussage und ich freue mich auf die nächsten 10 bis 20 Jahren oder 17 Jahre sind es eigentlich von jetzt, dass wir das evaluieren können. Und dann habe ich noch ein letztes Zitat. Das ist von Professor Dr. Ralf Roth, das ist ein Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln, der sich immer wieder auch zu Klimafragen äußert. Und der hat im vergangenen November, also am Beginn dieses Winters,
am Tegernsee, da ist der Kongress Dein Winter, dein Sport, folgendes Zitat gesagt: Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keinen Zweifel am Szenario 2100 und einem Anstieg der mittleren Wintertemperatur im Alpenraum um 2 Grad Celsius. Leute, diskutiert das nicht mehr. Der heutige warme Winter wird in Zukunft ein Durchschnittswinter sein. Das Zitat gefällt mir auch besonders gut, weil es den Nagel auf den Kopf trifft. Leute, diskutiert es nicht mehr. Wir wissen es. Es steht fest, die Wissenschaft ist sich einig. Und das Ziel des heutigen Abends ist das genaue Gegenteil. Wir sind der Meinung, die Diskussion, ob wir in Zukunft noch einen Schnee haben, ob der Winter eine Zukunft hat, die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Die hat gerade erst begonnen. Und unter diesem Motto möchte ich den heutigen Abend sehen. Und jetzt möchte ich starten in die Agenda. Was erwartet Sie heute? Erstens Wintertemperaturen am Galzig. Am Galzig gibt es eine Zamkstation seit Mitte der 90er Jahre. Und damit wir die Galzig-Daten nach hinten verlängern können, werfen wir einen Blick zum Sentis im Schweizer Rheintal. Dann schauen wir uns an Schneemessreihen aus Lech. Die Daten sind vom Hydrographischen Dienst Vorarlberg. Der dritte Punkt sind Schneemessreihen aus Zürs. Die sind auch aufgenommen vom Hydrographischen Dienst Vorarlberg. Und dann schauen wir uns Daten an der Skilifte Lech, wie sich die Länge der Skisaisonen in Lech und Zürs in den letzten etwas mehr als 3 Jahrzehnten verändert hat. Dann haben wir den fünften Punkt zur klimatischen Entwicklung der Bergsommer. Das ist ganz wichtig, weil damit wir das aktuelle Klimaphänomen genau einordnen können, da ist es unerlässlich, dass wir einen Blick auf die Sommer werfen. Und jetzt will ich mit Ihnen genau 123 Jahre zurückgehen bei den Wintertemperaturen auf den Bergen. Und weil es am Galzig nicht geht, weil wir diese lange Messreihe nicht haben, gehen wir zum Sentis. Und die Messreihe vom Sentis korreliert sehr gut mit der Messreihe am Galzig mit einem sogenannten R-Quadrat von 0,96. Das heißt, die Temperaturdaten vom Galzig können zu 96% durch die Temperaturdaten am Sentis erklärt werden. Das ist ein sehr hoher Zusammenhang, der uns für den heutigen Abend genügt. Schauen wir also da rein. Das sind die Wintertemperaturen am Sentis der letzten 123 Jahre. Wann waren die superkalten Winter? Man sieht, 3 Winter waren fast ex aequo. Der erste superkalte Winter hier im Chart war der Winter 1928-29. Dann haben wir den Winter 1941-42 mit minus 11,1 Grad Celsius. Und exakt die gleiche mittlere Wintertemperatur hatten wir dann 1962-63 mit minus 11,1 Grad Celsius. Das ist aus Vorarlberger Sicht ein sehr interessanter Winter gewesen, denn wenn ein Winter richtig kalt ist, aber nur wenn er richtig kalt ist, dann friert der Bodensee vollständig zu. Und das war zum letzten Mal der Fall 1962-63. Da ist der Bodensee vollständig zugefroren, die Leute sind darauf spaziert, mit den Autos herumgefahren, Flugzeuge sind am Bodensee gestartet und gelandet. Wo sind die sehr milden Winter? Ja, das sieht man schon am Chart. Die sind etwas weiter rechts, also in der jüngeren Vergangenheit. Der mildeste Winter am Sentis und somit auch am Galzig, seit wir Aufzeichnungen haben, war vor 28 Jahren, im Winter 1989-90. Da haben wir eine mittlere Temperatur gehabt von minus 3,6 Grad Celsius. Der Winter vorher, 88-89, war auch sehr mild, mit minus 4,3 Grad Celsius. Und der letzte dieser ganz milden Winter war, die Skilehrer können sich sicher alle erinnern, die Seilbahner auch, es war der Winter 2006-07. Der war geprägt vom Wintersturm Kyrill und generell ein schwieriger Winter. Und dann noch der Winter 15-16, in letzter Zeit ein sehr milder Winter. Also insgesamt kann man natürlich jetzt erkennen, an dieser grünen Linie, die das 10-jährig gleitende Mittel ist, dass die Winter in den letzten 123 Jahren milder geworden sind. Und somit kann man sehen, dass wir verschiedene Phasen hatten da auf den Bergen in Vorarlberg. Wir hatten vor allem in den 40er Jahren eine Häufung extrem kalter Winter und letztmals in den 60er Jahren. Und jetzt ist etwas passiert, das ganz wesentlich ist, um diese ganze emotionale Debatte, wir haben in Zukunft keinen Winter mehr, zu verstehen. Von diesen extrem kalten 60er Jahren hatten wir eine Erwärmung in 2 Stufen
bis zu den extrem milden Wintern Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass damals die Ängste groß waren, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist vorbei mit dem Skilauf in den Alpen und auch am Arlberg. Was die meisten Leute nicht wissen, es ist nicht so weitergegangen und es wird auch medial zu wenig transportiert. Die Winter sind wieder kälter geworden, die haben sich seit dem Höhepunkt Mitte der 90er Jahre wieder abgekühlt. Und zwar haben wir ab dem Winter 1998, 99 eine Reihe von kalten Wintern gehabt, die nur von dem Kyrillwinter unterbrochen wurden. Speziell hier von 2008 bis ungefähr 2013 haben wir 5 sehr kalte Winter hintereinander gehabt und die letzten 4 Winter waren wieder mild. Das gleitende 10-jährige Mittel liegt aktuell bei minus 7,2 Grad Celsius. Das heißt, es ist um 0,4 Grad Celsius milder als der 123-jährige Schnitt. Und das ist eine zentrale Aussage, da bitte ich nochmal jeden genau hinzuschauen. Das Mittel der letzten 10 Jahre war um 0,4 Grad Celsius milder als das Mittel der letzten 123 Jahre. Die ganze aktuelle Debatte, die Winter werden immer milder und bald werden wir keinen Winter haben und keinen Schnee auf den Bergen, weil es zu mild wird, das ist der aktuelle Status quo. Die Mittel der letzten 10 Winter war die Temperatur um 0,4 Grad Celsius höher als im Mittel der letzten 123 Jahre, seit wir am Arlberg Skifahren. Jetzt möchte ich hineinzoomen in die letzten 48 Jahre. Und zwar seit dem Winter 1970-71. Und dann schaut das Ganze so aus. Die dunkelgrauen Balken sind gemessene Daten vom Galzig, von der Zamp-Messstation am Galzig, und die hellgrauen Balken sind berechnete Daten des Galzig über die Station Sentis, wie besprochen mit einem Bestimmtheitsmaß von R² ist 0,96. Seit der Vollausbaustufe des Skibetriebs in den Alpen und auch am Arlberg, also seit Anfang der 70er Jahre, seit der Tourismus das heutige Level hat, ist Folgendes passiert. Es gibt keine signifikante Veränderung der Wintertemperaturen von 1970, 71 bis 2017, 18. Wir sehen den Mittelwert der Temperaturen am Galzig der letzten 48 Jahre und das 10-jährig gleitende Mittel schwankt um diesen langjährigen Mittelwert und ist derzeit sogar etwas tiefer angesiedelt als das 48-jährige Mittel. Und auch hier wiederum, im Mittel der letzten 10 Jahre waren die Winter am Galzig kälter als im Mittel der letzten 48 Jahre. Das glaubt niemand, aber es ist so, so sind die amtlichen Messdaten. Und jetzt zoomen wir hinein in die letzten 30 Jahre. Was ist in den letzten 30 Jahren passiert? Die Winter sind kälter geworden. Nicht nur am Galzig, sondern auf allen anderen Bergstationen, die ich untersucht habe, in den Ostalpen, in den Westalpen, in den deutschen Mittelgebirgen. Am Galzig sinkt die Trendlinie, das ist diese rote Linie, die setzt an bei minus 4,1 Grad Celsius und endet bei minus 5,5 Grad Celsius. Das heißt, die Trendlinie sinkt um 1,4 Grad Celsius. Zum vorigen Thema habe ich noch ein Beispiel parat, weil wir ja gesagt haben, in den letzten 48 Jahren sind die Winter am Galzig unverändert geblieben von der Temperatur her. Da habe ich ein Zitat von mir herausgeschrieben für einen heute 55-jährigen Skifahrer, der seit seiner frühesten Jugend am Arlberg Ski fährt, hat sich hinsichtlich der Wintertemperaturen insgesamt keine nachhaltige Veränderung ergeben. Das finde ich auch eine bemerkenswerte Aussage, die man aus diesen Messdaten herausschließen kann. Ein Zitat, das ich bei meinen Vorträgen immer verwende, von Christian Zenkel, und das will ich auch heute tun. Er sagt nicht, ich glaube oder vielleicht oder eventuell, sondern er sagt, Tatsache ist, dass sich die Wintertemperaturen auf den Bergen der Ostalpen über die letzten 50 Jahre nicht signifikant verändert haben. Über die letzten 30 Jahre sehen wir sogar eine leichte Abkühlung, trotz allgemeiner Erwärmung. Finde ich einen bemerkenswerten Satz. Gehen wir weiter. Schneemessreihen aus Lech. Die Temperaturen sind das eine und der Schnee ist das andere. Wie schaut es aus mit dem Lecher Schnee? Sind die Winter länger oder kürzer geworden? Ist der Schnee mehr oder weniger geworden? Und da haben wir tolle Messdaten vom Hydrographischen Dienst Vorarlberg und ich möchte starten mit den jährlich größten Schneehöhen. Also Sie sehen jetzt einen Chart,
wovon jeden Winter nur die allergrößte gemessene Schneehöhe nach den täglichen Messungen um 7 Uhr in der Früh gezeigt wird. Und dieser Chart schaut folgendermaßen aus. Wie viel Schnee kann es in Lech eigentlich haben, wenn es richtig viel Schnee hat? 2,85 Meter ist die größte Schneehöhe, die jemals in Lech amtlich gemessen wurde. Und zwar war das im extrem schneereichen Winter 1943/44. Der war im gesamten Ostenalpenraum sehr schneereich. Viele Bergstationen haben da ihren Allzeit-Schneerekord aufgestellt. Unter anderem auch auf der Zugspitze und am Sommblick. Dann haben wir einen Winter gehabt, Anfang der 80er Jahre mit 2,64 Meter. Und in letzter Zeit stechen zwei Winter heraus. Der erste ist der Winter 1998/99, der natürlich jedem hier noch in Erinnerung ist. Ein Katastrophenwinter, ein Lawinenwinter. Der negative Höhepunkt war das Lawinenunglück in Galtür. Da hat es 2,63 Meter Schnee gehabt, in Lech am Arlberg. Und komischerweise, interessanterweise, die exakt gleiche Schneehöhe haben wir einige Jahre später wieder gehabt, im Winter 2011/12, 2,63 Meter. Der heurige Winter hat bis jetzt 1,70 Meter gebracht und wir gehen einmal davon aus, dass er mindestens 2 Meter Schnee bringen wird. Nach oben ist es offen, nach oben kann noch viel kommen. Es ist erst Anfang Februar, da ist noch viel Schnee drin. Was ist, wenn es sehr wenig Schnee hat? Man sieht es auch relativ klar hier, unter 70 cm als maximale Schneehöhe geht es offenbar kaum. In den 20er Jahren hatten wir das, dann einigen Leuten ist es noch in Erinnerung, der wahnsinnig schwierige Winter 1971/72, der war im gesamten Alpenraum schwierig. Der Winter war sehr mild und er war sehr trocken, schneearm. Eine fatale Kombination. Und in Lech am Arlberg hat es an keinem einzigen Tag im Jahr um 7 Uhr in der Früh mehr als 71 cm Schnee gehabt. Noch interessant ist der Winter 2010/11, der war nämlich sehr kalt. Ein sehr kalter Winter, aber sehr trocken. Und deshalb nur 77 cm als jährlich größte Schneehöhe. Also wir sehen hier einen sehr milden und trockenen Winter, der sehr schlecht war für den Skisport am Arlberg. Und da ist ein sehr kalter und trockener Winter. Also beide Kombinationen sind möglich. Auf der anderen Seite gibt es kalte Winter, die schneereich sind, und es gibt milde Winter, die schneereich sind. Alle möglichen Kombinationen. Das Ganze ist also nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Es wird immer wärmer, der Schnee wird immer weniger. Das ist ein zu kurzer Schluss des Ganzen. Insgesamt sieht man, Sie kennen das jetzt schon mit der grünen Kurve, das 10-jährige gleitende Mittel. Das pendelt um den langjährigen Schnitt. Das ist die blaue Linie. Man kann also auf einen Blick sagen, bei den jährlich größten Schneehöhen in Lech am Arlberg hat sich in den letzten 92 Jahren überhaupt nichts verändert. Weder sind die größten Schneehöhen in den letzten 92 Jahren mehr, noch sind sie weniger geworden. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Dann gehen wir weiter zur nächsten Kennziffer, das sind die Neuschneesummen. Jeden Tag um 7 Uhr in der Früh wird nicht nur die Gesamtschneehöhe gemessen, sondern es wird auch geschaut, wie viel hat es von gestern auf heute geschneit. Also die 24 Stunden Neuschneesumme. Und die wird dann aufsummiert über das ganze Jahr. Das hydrographische Jahr, ist von 1. September über den ganzen Winter bis zum 31. August des Folgejahres. Also auch Sommerschneefälle sind da dabei. Jetzt schauen wir, wie viel kann es in Lech am Arlberg schneien. Das sind die amtlichen Messdaten. Wenn es richtig viel schneit in Lech am Arlberg, dann schneit es mehr als 13 Meter im Jahr. Das sind also enorme Summen, die es in den 60er und 70er Jahren vor allem gemacht hat. Da waren die schneereichsten Winter im Lech am Arlberg und der letzte richtig schneereiche Winter war wiederum der besagte Katastrophenwinter 1998/99, der enorme Schneemengen gebracht hat. Was ist, wenn der Winter sehr trocken ausfällt in Lech? Dann kann Folgendes passieren, wie 1971/72, dass es über das ganze Jahr verteilt, von 1. September bis zum 31. August des Folgejahres, inklusive Wintereinbrüchen im April oder Mai oder vielleicht sogar noch im Juni, nur 3 Meter schneit. Das ist also für Lecher Verhältnisse sehr wenig. Auch hier sieht man, dass es überhaupt keine Veränderungen gibt. Weder sind die Neuschneesummen mehr, noch sind sie weniger geworden. Das heißt, die Gemeinde Lech muss ziemlich gleich viel Schnee räumen, jetzt wie vor 70 Jahren, und die Pistenraupen müssen gleich viel arbeiten wie eh und je. Von Jahr zu Jahr haben wir enorme Schwankungen, aber nicht über die gesamte Zeitachse gesehen. Und jetzt haben wir noch den dritten Messwert, den dritten Parameter, und der besagt, an wie vielen Tagen im Jahr
hat es in Lech am Arlberg Schnee. Und auch hier wieder wird um 7 Uhr in der Früh gemessen und der Messer muss dann den Erdbodenzustand beschreiben. Entweder hat es Schnee oder es ist grüne Wiese da. Wenn es Schnee hat, dann ist ein Tag mit Schneebedeckung. Und der nächste Chart zeigt die Tage mit Schneebedeckung wieder über das ganze hydrologische Jahr von 1. September über den ganzen Winter bis zum 31. August des Folgejahres. Und da schaut es noch gleichmäßiger aus. Das ist die Anzahl der Tage mit Schneebedeckung pro Jahr in Lech der letzten 72 Jahre, also seit dem Winter 1946, 47. Da sieht man, dass man im Mittel 186 Tage im Jahr weiße Wiesen hat in Lech am Arlberg. Das ist also mehr als die Hälfte des Jahres, sind in Lech am Arlberg unten im Tal die Wiesen weiß, als dass sie grün sind. Und das ist nur natürliche Schneebedeckung. Die Schneekanonen spielen hier überhaupt keine Rolle. Das Messfeld ist neutral. Die Ausreißer nach oben und unten, die Extremwerte, am legendärsten war der Winter 74, 75 mit 239 Tagen mit Schneebedeckung. Da hat es in Lech am Arlberg am 26. September eingeschneit. Am 26. September eingeschneit. Was heißt eingeschneit? Das heißt, da ist der Schnee gekommen, der bis zum Frühling, bis zum Frühsommer nicht mehr weggegangen ist. Der Beginn der Winterdecke, der dauerhaften Schneedecke am 26. September. Das waren also die guten alten Zeiten des Klimas, wo man quasi fast das ganze Jahr Winter gehabt hat in Lech am Arlberg. Zum Winter 74, 75 nur eine Anmerkung, die finde ich ziemlich interessant und auch amüsant. Der Winter 1974, 75 war sehr mild. Ja, wie geht jetzt das? Der längste Winter, der jemals in Lech gemessen worden ist, war sehr mild. Ganz einfach, weil der Winter für das völlig unerheblich ist. Für einen langen Winter in Lech brauche ich einen sehr kalten Herbst, dass es früh einschneit, und ein sehr kaltes Frühjahr bzw. Frühsommer. Ob der Kernwinter von Dezember bis Februar mild oder kalt ist, ist für die Anzahl der Tage mit Schneebedeckung in den allermeisten Fällen unerheblich. Insgesamt, und das ist die wichtigste Botschaft, schauen wir auf den Chart, sind die Winter in Lech in den letzten 72 Jahren länger oder kürzer geworden, und die Antwort ist, es gibt überhaupt keinen Trend. Wir sind jetzt im 10-jährig gleitenden Mittel genau da, wo wir kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Dazwischen hat es einmal eine Phase gegeben mit längeren Wintern, vor allem in den 60er und 70er Jahren. Ansonsten ist nichts passiert. Das war Lech, und jetzt gehen wir nach Zürs, gehen wir ein Stockwerk höher, über 200 Meter höher. Da wird gemessen bei der Hexenbodenbahn in Zürs, und die Messer sind derzeit ist die Ski Zürs AG, die also gewissenhaft diese Messungen durchführt. Und da schauen wir uns jetzt auch wieder zwei Sachen an. Wir fangen wieder an mit den jährlich größten Schneehöhen. Und da sieht man natürlich jetzt deutlich größere Ausschläge nach oben. Warum? Weil Zürs natürlich höher liegt als Lech und weil in Zürs natürlich auch im Frühling und im Herbst schon mehr Niederschlag in fester Form fällt. Und da sieht man, im Gegensatz zu Lech sind in Zürs sehr wohl Schneehöhen von mehr als 3 Metern möglich. Das ist sogar schon relativ oft passiert. Vor allem ist es passiert von den 40er Jahren bis Anfang der 80er Jahre. Da hat es immer wieder Winter gegeben mit mehr als 3 Meter Schnee. Der Schneehöhepunkt war 1966, 67 mit einer Gesamtschneehöhe von 4,25 Meter. Das ist schon eine unfassbar große Schneehöhe, die vorher und nachher in diesen 90 Jahren nicht einmal annähernd erreicht wurde. Und auf Platz 2 haben wir dann einen Winter mit 3,40 Meter. Gehen wir wieder kurz in die jüngste Periode. Da haben wir wieder den bekannten und schon besprochenen Winter 98, 99, wo es in etwa 3,20 Meter Gesamtschneehöhe hatte. Und der heurige Winter schaut wieder sehr, sehr, sehr schneereich aus. Wann sind die schneearmen Winter gewesen? Man hat da einen gehabt in die 30er Jahre. Da hat es an keinen einzigen Tag im Jahr mehr als 99 cm Schneehöhe gehabt. Und ich wiederhole mich, es kommen immer wieder die gleichen Muster. Hier ist der Winter 71, 72, der den Skitourismus generell in den Alpen in seinen Grundfesten erschüttert hat. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel ist dieser Schneemangelwinter gekommen. Und auch hier hat es in Zürs an keinem einzigen Tag mehr als 99 cm Schnee gehabt. Und in jüngster Vergangenheit möchte ich nochmal betonen, der Winter 2010-11, der sehr kalt war, aber keinen Schnee gebracht hat. Also auch kalte Winter sind nicht immer nur super zum Skifahren. Insgesamt
Über die ganze Periode gerechnet haben wir ein Mittel von 219 cm. Das ist gewaltig und das ist in Österreich fast unerreicht. Neuschneesummen, hier sieht man auch, dass Zürs, dadurch, dass es höher liegt, noch einmal ganz andere Dimensionen hat als der Talboden im Lech. Es kann über 20 Meter Neuschneesumme haben im Jahr und auch das ist passiert in den 60er und 70er Jahren. Und dieses Muster, das Sie hier sehen, das sieht man an vielen Messstationen im Alpenraum. Aus irgendeinem Grund waren die Winter von ca. 1965 bis ca. 1980 extrem feucht, extrem schneereich in den höheren Lagen. Und das war die letzte Periode, wo die Gletscher in den Alpen vorgestoßen sind. Und das hatte zwei Gründe. Erstens extrem viel Niederschlag im Winterhalbjahr und zweitens sehr kühle und feuchte Sommer. Im Schnitt hat man eine Neuschneesumme von 10,75 Meter pro Jahr in Zürs am Arlberg. Nächster Punkt, und das ist eigentlich für die Skifahrer jetzt das Wichtigste, zumindest für die, die auf der Piste bleiben und nicht auf Piste fahren und auch nicht selber als Skitourengeher aufsteigen, die wollen wissen, wenn ich mir eine Saisonkarte kaufe, an wie vielen Tagen kann ich Skifahren? Die Länge der Skisaisonen in Lech und Zürs in Tagen. Im Mittel kann ich an 144 Tagen in Lech und Zürs Skifahren gehen. Es hat ein paar schwierige Winter gegeben, die spät begonnen haben, aber sogar dann habe ich an 128 bzw. 132 Tagen Skifahren können. Es hat ein paar sehr lange Winter gegeben, 157, 158 Tage, aber speziell in letzter Zeit hat sich das sehr stark eingependelt in Richtung dieser blauen Durchschnittslinie, das heißt ungefähr 144 Skitage pro Saison. Die rote Linie ist die mathematisch berechnete Trendlinie und man sieht, die ist fast deckungsgleich mit der blauen Linie. Es ist überhaupt nichts passiert aus statistischer Sicht mit der Länge der Skisaisonen in Lech und Zürs. Ist komplett gleich geblieben. Die Skisaisonlängen am Arlberg hängen eben nicht vom Schnee ab, ob der etwas früher kommt oder etwas später kommt und wie groß die Schneemengen sind. Der Arlberg ist so schneesicher, wenn man sich bedenkt, in Lech hat es im Schnitt 186 Tage mit Schneebedeckung, im Schnitt fährt man aber an 144 Tagen Ski. Da sieht man schon, dass die Schneebedeckung überhaupt kein limitierender Faktor ist. Der limitierende Faktor ist der Kalender, das sind organisatorische Beschlüsse, das sind betriebswirtschaftliche Beschlüsse, hängt überhaupt nicht von den klimatologischen Faktoren ab. Im langjährigen Schnitt. Es gibt Einzelwinter natürlich, die später beginnen, weil sich keine winterliche Wetterlage einstellt, weil man weder natürlichen Schneefall hat noch beschneien kann. Das kann passieren, aber im langjährigen Schnitt ist es völlig unerheblich in Lech und Zürs. Und jetzt schauen wir noch zur klimatischen Entwicklung der Bergsommer. Das ist ganz wichtig, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt haben wir uns alles angeschaut, alle Schneeparameter, wenn man uns die Wintertemperaturen anschaut, und man könnte sagen, ja, es ist ja überhaupt nichts passiert. Es ist schon etwas passiert. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Es ist nicht im Winter passiert, sondern das, wovon alle Angst hatten und alle Zeitungen voll waren und alle Schlagzeilen geliefert bekamen. Wir werden nie mehr Skifahren können. Das ist im Sommer passiert. Die Sommer sind so warm wie noch nie zuvor, seit wir amtliche Messdaten haben. Hier sehen wir die Sommertemperaturen am Sentis. Und zwar gehen wir hier nicht 123 Jahre zurück, wie bei den Wintertemperaturen, denn wir haben hier ja nicht das neuralgische Datum von 1895, wo der Skisport begonnen hat. Hier bei den Sommertemperaturen gehen wir so weit zurück, wie es nur irgendwie geht. 154 Jahre am Sentis. Und das sind die mittleren Sommertemperaturen dieser 154 Jahre von 1864 bis 2017. Und der meteorologische Sommer, analog zum meteorologischen Winter, besteht aus den Monaten Juni, Juli und August. Und da sieht man jetzt in aller Kürze, das kann sich dann im Internet jeder selber begutachten, in allen Details, ich will nur in aller Kürze sagen. Das war 1975, das war der Höhepunkt der kühlen und feuchten Sommer. Die Leute hatten die Nase voll von diesen Sommern, sie hatten es satt. Wer konnte, ist über die Alpen nach Italien gefahren, weil man gesagt hat, in Deutschland, in Österreich, in den Bergen kann man den Sommer überhaupt nicht aushalten. Das ist furchtbar. Tagelang, wochenlang Regen, wenig Sonne. Und das hat ein gewisser Rudi Carrell erkannt und hat den Superhit geschrieben.
wird's mal wieder richtig Sommer. Und das war nicht deshalb ein super Hit, weil das Lied so sensationell war, sondern er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Und die Leute hatten echt die Nase voll und deshalb kennt das Lied jeder, zumindest der älter als 40 Jahre ist und im deutschen Sprachraum lebt. Ein Sommer, wie er früher einmal war. Und wie es der Teufel haben will, seit der Rudi dieses Lied gesungen hat, sind die Sommer wärmer geworden. Und der Rudi Carrell singt ja ein Sommer, wie er früher einmal war. Und er spricht von den Sommern seiner Kindheit in den 40er Jahren. Die 40er Jahre haben eiskalte Winter gebracht, aber heiße Sommer. Mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und jetzt könnte man dem Rudi Carrell sagen, im Himmel, jetzt Rudi, jetzt ist wieder richtig Sommer. Aber so viel Sommer, wie du in dir im Traum nicht hättest vorstellen können. Weil jetzt ist da die Rakete abgegangen. Und am Sentis, das möchte ich mit Worten jetzt unterlegen, am Sentis haben wir im 10-jährig gleitenden Mittel einen Anstieg der Sommertemperaturen um mehr als 2,5 Grad Celsius erlebt. Und das ist gewaltig. Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn waren die Bergsommer in den Alpen so warm wie in der Gegenwart. Also das ist passiert. Also die Klimaerwärmung hat sich sehr wohl bemerkbar gemacht im Alpenraum. Aber nicht im Winter, sondern im Sommer hauptsächlich. Und das ist kein kleines Detail. Das ist fundamental wichtig. Ganz kurz, in aller Kürze, Sonnenscheindauer. Sie kennen die Grafiken bereits. Sie sehen die grüne Linie. Sie sehen Rudi Carrell. Und seit Rudi Carrell sind die Sommer sonniger geworden. Um wie viel sind sie sonniger geworden? Um 25% im 10-jährigen Mittel. Das muss man sich vorstellen. Um 25% sind die Sommer sonniger geworden. Und das ist auch kein kleines Detail. Und jetzt kommen wir zur absolut kuriosen Situation, dass wir ein aktuelles Klima haben, das in den Medien fast als Monster dargestellt wird. Fürchterlich, grauenhaft, das aktuelle Klima, ein Wahnsinn. Früher war es super, jetzt ist es schlecht und es wird noch viel schlimmer werden. Und ich möchte das aktuelle Klima kurz beschreiben. Die Winter haben sie relativ gut gehalten. Oberhalb von 800 bis 1000 Meter hat sich beim Schnee in den über Jahrzehnte kaum was verändert. Wir können weiterhin sehr gut Skifahren. Wir haben Sommer, die sind so heiß in den Tälern, so warm auf den Bergen wie noch nie zuvor. Wir haben wochenlang Sonnenschein, wochenlange Hochdruckwetter. Wir haben so ein Wetter, wegen dem man früher ans Mittelmeer gefahren ist und viel Geld ausgegeben hat und sich extra Urlaub genommen hat beim Arbeitgeber. Die Kinder können fast jeden Tag ins Schwimmbad gehen, die Touristen können wandern. Das ist das aktuelle Klima. Und ich kenne fast niemanden, den das stört. Ich frage ab und zu Touristiker, wie müsste das Klima sein, über das ganze Jahr verteilt, dass wir das machen können, was wir so gern wollen, nämlich einen qualitativen Ganzjahrestourismus. Was müsste passieren? Ich rede mit Seilbahnern, ich spreche mit Tourismusmanagern und die meisten nach einer kurzen Zeit des Nachdenkens sagen, eigentlich ist es so, wie es jetzt ist. Das ist perfekt. Wir haben das beste Klima, das man sich überhaupt vorstellen kann für alpinen Ganzjahrestourismus. Und ich möchte jetzt zusammenfassen. Erstens, die Wintertemperaturen am Galzig haben sich seit 1970, 71 nicht nachhaltig verändert. Aber die Bergsommer haben sich seit Mitte der 70er Jahre signifikant erwärmt. Ein Teil dieser Erwärmung kann mit der Zunahme der sommerlichen Sonnenscheindauer auf den Bergen erklärt werden. Vor allem aus diesem Grund schmelzen die Gletscher stark ab. Für den alpinen Tourismus sind die sehr warmen und sonnenreichen Sommer ein Segen und für die Kinder auch. Die jährlich größten Schneehöhen in Lech haben in den letzten 92 Jahren keine signifikante Veränderung erfahren. Fünftens, die Länge der Skisaisonen in Lech-Zürs ist seit 33 Jahren stabil bei etwa 144 Tagen. Sechstens, das derzeitige Klima ist für den alpinen Ganzjahrestourismus in Vorarlberg geradezu ideal, fast schon perfekt. Siebtens, der Klimawandel bedroht den Wintersport in Lech-Zürs bisweilen nicht einmal im Ansatz. Wohl aber die seit nunmehr etwa 25 Jahren andauernden, zum Teil absurden Diskussionen über ein baldiges Ende des Wintersports. Fakten und veröffentlichte Meinung driften in erschreckendem Maße auseinander.
und deshalb entsteht Spannung. Und das Thema ist im wahrsten Sinne des Wortes spannend. Und meine letzte Wortspende für heute ist die Beantwortung der Eingangsfrage. Geht dem Arlberg bald der Schnee aus? Es ergeben sich aus der statistischen Auswertung der amtlichen Messdaten keinerlei Indizien, dass der Skisport am westlichen Arlberg einem baldigen klimatologisch bedingten Ende entgegengehen könnte. Das Schüren diesbezüglicher diffuser Ängste ist unwissenschaftlich, es ist unseriös und aus volkswirtschaftlicher Perspektive betrachtet ist es geschäftsschädigend. Und das war es soweit von mir. Vielen Dank.